Mit der Sophistic-Version 2023 gibt es Neuigkeiten im Bereich der Grasshopper-Komponenten für Kopplungen und das wollen wir uns in Teil 25 anschauen. In unserem Skript haben wir die Komponenten im Bereich des analytischen Systems des Überbaus eingebaut. Es handelt sich also um ein Update von dem Originalvideo Teil 18. Und hier sehen wir auch schon, dass die Komponenten mit Old gekennzeichnet sind. Es gibt also neuere Komponenten. Nochmal zur Erinnerung, was haben wir hier überhaupt gemacht? Wir haben einerseits starre Kopplungen und elastische Kopplungen angeordnet, und zwar an allen drei Auflagern. Wenn ich hier nochmal etwas heranzoome, sehen wir in Gelb, das ist die starre Kopplung, die wir an allen drei Auflagern angeordnet haben, um die Oberkante des Überbaus mit den Lagerpunkten des Überbaus zu verbinden. Und dann haben wir ein elastisches Lager oder eine elastische Kopplung eingebaut von hier von der Unterkante des Überbaus, der Lagerpunkt, nach unten, in dem Fall auf die Stütze bzw. an den Auflagern auf die Auflagerbank. Das heißt, unsere elastische Kopplung hier genau an der Stelle stellt das Brückenelastomerlager dar. Hier über der Stütze hatten wir dann auch noch horizontal eine starre Kopplung einbauen müssen, weil die Stütze ja ein eine einfache Linie als Strukturelement erhalten hat. Schauen wir uns zunächst wieder die Vorgängerversion an. Das sah also so aus, wenn ich das daneben lege. Das hier ist 2022 und hier sind wir in 2023. Genau hier unten in dem Bereich sehen wir also, hat sich was getan. Wir haben hier früher die Komponente Coupling gehabt. Das entspricht jetzt der Komponente Rigid Link. Die Edge Attributes, die sind unverändert. Dann hatten wir hier die Komponente Elastic Coupling. Das nennt sich jetzt Elastic Link. Und dann gab es hier noch Spring, das ist auch unverändert. Und hinzugekommen neu ist jetzt hier diese Komponente, die heißt Bridge Bearing, die eben genau dafür gedacht ist, eine elastische Kopplung zu erstellen als Elastomer-Brückenlager. Das Elastomer-Brückenlager zeichnet sich dadurch aus, dass es ein sogenanntes R-Set oder Result-Set, also ein Ergebnissatz und eine Ergebnisgruppe von 6 Federn ist, und zwar 3 für XYZ als Senkfeder und 3 XYZ als Drehfeder. Diese R-Sets werden später von Sophistic dann so verarbeitet, dass wir immer eine maßgebende Größe haben und dann zugehörige Werte erhalten. Und das müssen wir ja später auch natürlich in der Statik ausgeben. Bis zur Sophistic-Version 2022 war dieses Thema etwas komplizierter und mit dieser neuen Komponente hier Bridge Bearing, die es natürlich auch in dem anderen Workflow, im SOFI Plus Workflow gibt, deutlich vereinfacht worden. Ersetzen wir zuerst die starren Kopplungskomponenten, also Coupling hieß es ja bisher und jetzt heißt es Rigid Link. Wir sehen, es ist also auch ganz ähnlich gehalten. Wir können einfach umstecken. Hier denken Sie daran, Steuerung und Shift-Taste gemeinsam zu drücken. Dann kann man das einfach so darüber stecken. Das ist alles unverändert geblieben.
unverändert geblieben. Und hier hinten natürlich auch einmal umstecken, dann können wir die alte Komponente mit Entfernen herauslöschen. Hier unten haben wir nochmal die gleiche Komponente, also auch da brauchen wir jetzt die Rigid Link Komponente und wir stecken alle Kabel um. Die Gruppe und Fixation und hinten das Kabel, was herausgeht. Also auch hier entfernen und damit ist das auch schon erledigt. Gut, jetzt wird es spannender. Kommen wir zu den elastischen Kopplungen und zu der neuen Komponente, die da Bridge Bearing heißt. Ja, es sieht ganz ähnlich aus, aber wir sehen jetzt natürlich, hier taucht zum ersten Mal dieser Begriff Result Set auf und wir sehen auch, wir haben viel exaktere Einstellmöglichkeiten. Wir hatten hier Axial Stiffness, das ist gleich geblieben, aber dann hatten wir beispielsweise für die Verdrehung nur eine Eingabemöglichkeit und hier tauchen jetzt 3 auf und auch für transversale Steifigkeit hatten wir nur eine Möglichkeit und jetzt haben wir die Möglichkeit X und Y separat anzugeben. Ja, das ist auch natürlich sinnvoll, weil wir es ja an jedem Lager, an jedem einzelnen Lagerpunkt eventuell mit unterschiedlichen Werten zu tun haben. De facto haben wir ja in unserer Brücke hier 6 Lagerpunkte, also 2 pro Auflager. Und da macht es Sinn, sich jetzt mal genauer Gedanken zu machen, wie denn hier die Festhaltungen aussehen sollen. Ja, das haben wir zugegebenermaßen hier in der ersten bisherigen Version nicht getan, aber dort gab es ja auch gar nicht diese Möglichkeit des Airsets. Ich möchte mich hier anlehnen an die Schulungsvideos von Sophistic. Ich rufe mal meine Seite bim-mit-sophistic.de auf und hier über den Punkt Mehr Sophistic finden Sie ja die offizielle Sophistic Brückenbauschulung. Wenn ich die aufrufe, sind wir jetzt hier. Ich habe gerade verlinkt die Sophistic Version 2022 und das ist in dem Fall auch richtig, weil in der Version 2022 dieses Thema mit den Airsets im SOFI Plus Workflow schon eingebaut wurde und jetzt eben in der Version 2023 für die Grasshopper-Komponenten nachgezogen wurde. Wenn man hier runter scrollt, sieht man, dass diese Schulung aufgebaut ist und eingeteilt ist in verschiedene Kapitel. Und ich möchte mich hier anlehnen an das Kapitel 4. Vom Prinzip handelt es sich nämlich um eine gleiche oder ähnliche Brücke. Und hier gibt es die Vorstellung eines Lagerschemas. Das ist Kapitel 9 oder Unterkategorie 9 von Kapitel 4. Und wenn man da reinklickt, ungefähr hier bei 1 Stunde 2 Minuten, wenn ich das mal groß mache, hat hier der Kollege Erdmann das sehr schön dargestellt. Wir sehen also das Lagerschema, schauen von oben auf unsere Brücke. Wir haben die 3 Lagerachsen. Das hier wird Achse 10 über der Stütze 20 und hier rechts 30. Diese Quadrate als Symbole bedeuten, dass wir vertikale Lagerung haben. Das ist natürlich an allen 6 Punkten der Fall. Diese horizontalen und vertikalen Striche geben nun die Beweglichkeit in Längs- und Querrichtung an. Diese obere Reihe betrachten wir als linke Lagerachse und die
untere Reihe als rechte Lagerachse. Nehmen wir nun beispielsweise diesen Lagerpunkt, dann ist das also Lager 10 links. Hier ist 10 rechts, 20 links, 20 rechts, 30 links und 30 rechts. Dieser Punkt, also 20 links, stellt das Festlager dar. Wir haben also neben der vertikalen Lagerung auch feste Lagerung in Längs- und Querrichtung. Diese beiden Lager hier, 10 links und 30 links, halten die Brücke quasi seitlich in Querrichtung. Und diese Lager 10 rechts und 30 rechts sind freie Lager. Hier haben wir also nur vertikale Lagerung bei gleichzeitiger Beweglichkeit in Längs- und Querrichtung. Ich habe das Ganze in einer Excel-Tabelle zusammengefasst und diese Excel-Tabelle stelle ich Ihnen einerseits natürlich zur Verfügung und andererseits wollen wir diese Excel-Tabelle in unser Grasshopper-Skript einlesen. Also wir sehen hier nochmal Result Set, L für Lagerung, 10 links, 10 rechts und so weiter. Gruppe, das ist überall die Gruppe 20, also Gruppe des Überbaus. Und dann habe ich eine Festhaltung dargestellt durch einen Wert 1E6 und eine in Anführungszeichen freie Lagerung durch einen sehr kleinen Wert, also durch den Wert 1. Wenn wir hier also mal uns einen Punkt rauspicken, zum Beispiel diesen hier, das ist ja 20 rechts, dann sehen wir also vertikal, also axiale Steifigkeit eingestellt mit 1E6, dann in X-Richtung, das ist also die Längsrichtung, sehen wir hier die zwei Striche, also festgehalten, also auch 1E6, dann Y-Richtung, das ist die Querrichtung, ist frei, deswegen die 1 und die Drehfedern, die haben wir alle sowieso bei einem Elastomerlager ja, frei. Deswegen steht hier überall eine 1 drin. Dann wollen wir das umsetzen. Hier ist unsere Bridge Bearing Komponente und diese Parametereinträge entsprechen genau der Überschrift meiner Excel-Tabelle. Ich hole mir also ein Excel-Sheet und muss hier jetzt den Namen der Excel-Datei angeben. rset.xlsx heißt die und das geht hier hinein und dann sieht man auch schon, dann ändert sich die Komponente entsprechend ab, sodass wir das gegenüberstellen können und direkt die Verbindungen hier ziehen. Damit haben wir die Komponente soweit gefüttert. Was jetzt noch fehlt, sind die Punkte natürlich, die zu verbinden sind. Ich kann schon mal das hier löschen von der alten Komponente und hier Punkt A und Punkt B reinstecken und auch hier das, was rausgeht, stecken wir da rein. Damit haben wir diese Elastic Coupling Komponente ja, freigesetzt, können wir also löschen. Wenn wir jetzt genau hinschauen, sehen wir, dass die Lager genau falsch rum eingestellt sind. Das heißt also, wir müssen sagen, dass die Punkte genau getauscht werden. Also der ist Punkt A und das ist Punkt B. Und jetzt sieht man auch, dass das Symbol richtig ist. Das ist also nochmal eine Kontrolle, damit man weiß, was Punkt A und Punkt B bedeutet. Schön wäre noch, wenn das Symbol jetzt hier etwas größer wäre, aber das ist in der aktuellen Version nicht
vorgesehen, dass man die Größe des Symbols ändern kann. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Ich habe jetzt von hier die Punkte gerade geholt und da sieht man, dass auch diese Komponente ein Old-Kennzeichen hat und auch die drei oder die beiden dort drüber liegenden ebenfalls. Wenn wir schon mal dabei sind, tauschen wir die auch noch aus. Ich lege hier nochmal die alte Version daneben. Das hier war Version 2022 und hier die aktuelle Komponentenauflistung. Und da sehen wir bei Evaluate Section, das heißt weiterhin so, Interpolate Curve auch, Interpolate Solid auch. Das heißt, die Komponenten haben alle den gleichen Namen, aber da unten gibt es eine neue Komponente und die heißt Interpolation Attributes. Hier gibt es einfach neue Möglichkeiten, dort Einfluss zu nehmen. Das hat bei uns hier im Skript keinen Einfluss, deswegen würde ich Sie da gerne auf die Command Reference von der Sophistic verweisen, wenn Sie sich das näher anschauen wollen. Wir nehmen die Evaluate Section Komponente und da sieht man, dass das auch, wie gesagt, im Prinzip genau das gleiche ist, bis eben hier unten auf die Punkte. Das heißt, wir nehmen die Ax-Definition, wir nehmen die Punkte und diese beiden Punkte hier unten, Station ist gleich geblieben und hier gab es Align Plane to Placement. Das ist jetzt in diese Interpolate Attributes Komponente hineingekommen und eben noch darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten. Wenn ich die hier aufrufe, sieht man das hier. Also da taucht jetzt der Line Type auf. Ja, aber ich will hier nicht weiter darauf eingehen, weil wir das für unser Skript nicht brauchen. So, das ist also unsere neue Komponente und die Punkte gehen hier entlang. Damit ist diese überflüssig. Die können wir löschen. Darüber haben wir noch eine Evaluate Section Komponente, die wir austauschen können. Da geht die Achse rein und da gehen die Punkte raus. Dann können wir die löschen. Und dann haben wir hier oben noch Interpolate Curve. Auch da gleiches Thema wie vorhin. Diese Möglichkeiten, die hier aufgeführt sind, sind jetzt in der Interpolation Attributes Komponente verfügbar. Gut, damit haben wir das auch alles aktualisiert. Wir können einmal hier ins Ergebnis reinschauen. Ah ja, genau. Wir sehen jetzt, also erwartet hätte ich jetzt hier, dass wir ein Auflager, ein Brückenelastomerlager 10L bekommen, dann 10R und es dann hier weitergeht mit 20, 30, aber wir sehen, das ist nicht der Fall und das hängt damit zusammen, dass wir hier ankommen mit einem, ja, einer Baumstruktur und wir wollen rausgehen mit einer Liste. Das heißt, wir müssen aus der Baumstruktur eine Liste machen und ich habe das schon mal erklärt. Das ist der Befehl flatten. Den muss ich hier setzen. Wenn Sie das nicht mehr wissen, schauen Sie bitte in mein Videotutorial Teil 15 zu dieser Serie. Ab der Minute 16, 40 Sekunden erkläre ich dort, was der Befehl flatten macht. Und wenn man das umsetzt, dann sieht man hier jetzt, was wir haben wollen. Wir sehen also 10 links, 10 rechts, 20 links, rechts, jeweils mit den korrekten Werten, die wir aus der Excel-Tabelle geholt haben. Das kann ich löschen.
Damit haben wir die Komponenten aktualisiert. Es sollten sich hier keine mehr befinden mit der Kennzeichnung Old, außer hier vorne. Die können wir auch noch schnell austauschen. Aqua. Die Control Values, das ist die neue Komponente. Hier gibt es auch die Möglichkeit, jetzt einen Header reinzuschreiben und weitere Texte über diese Möglichkeit hier reinzugeben. Dann haben wir nochmal den Aqua hier. Sections diesmal. Okay. Dann die Sophie Mesh Komponente. Können wir löschen. So. Was haben wir noch? Hier haben wir Sophie Load noch. Dann Tandem hatten wir schon vorher in einem vorherigen Video aktualisiert. Und hier noch Ase. Gut, jetzt sollten wir das haben. Das hier stammt aus einem anderen Video, wo wir Include gesagt haben. Hier haben wir die Variante mit der Projektverbindung. Damit bin ich am Ende des Videos angekommen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.